Wie knapp war Hitler wirklich vor dem Sieg? Juni 1940. An den Stränden von Dünkirchen drängen sich Hunderttausende britische und französische Soldaten zusammen. Hinter ihnen brennen Fahrzeuge, Ausrüstung und Hoffnung. Vor ihnen liegt der Ärmelkanal, dahinter Großbritannien. Die letzte große Macht in Westeuropa, die Hitler noch nicht besiegt hat. Die deutsche Armee steht nur wenige Kilometer entfernt. Frankreich ist praktisch zusammengebrochen. Belgien, die Niederlande, Luxemburg, Dänemark und Norwegen sind gefallen. Paris wird in wenigen Tagen kapitulieren. Europa scheint unter der Wehrmacht zu zerbrechen. In Berlin wirkt der Sieg greifbar. In London fühlt sich die Niederlage möglich an. Und genau hier beginnt eine der größten Fragen des Zweiten Weltkriegs. Wie nah war Hitler wirklich daran, den Krieg zu gewinnen? Nicht in der Propaganda, nicht in den Legenden deutscher Generäle nach dem Krieg, nicht in Fantasien von unbesiegbaren Panzern und genialer Strategie, sondern in der operativen Realität. Denn Deutschland hatte tatsächlich Momente, in denen der Krieg anders hätte verlaufen können. Keine sicheren Wege zur Weltherrschaft, aber gefährliche Fenster, in denen andere Entscheidungen den Krieg verlängert, verändert oder sogar einen Verhandlungsfrieden möglich gemacht hätten. 3 Momente stechen heraus: Dünkirchen 1940, Moskau 1941, Stalingrad und der Kaukasus 1942. 3 Entscheidungen, 3 verpasste Chancen. 3 Punkte, an denen sich zeigt, warum Hitler dem Sieg näher kam, als viele heute glauben, aber zugleich weiter davon entfernt war, als seine Generäle später behaupteten. Am Ende werden rund 338.000 alliierte Soldaten evakuiert. Für Großbritannien wird Dünkirchen zum Symbol des Überlebens. Für Hitler wird es später zur ersten großen verpassten Chance erklärt. Doch war es wirklich so einfach? Nach dem Krieg behaupteten viele deutsche Generäle, sie hätten die Briten vernichten können, wenn Hitler sie nur gelassen hätte. Aber das ist nur ein Teil der Wahrheit. Die Panzer waren erschöpft, die Nachschublinien waren überdehnt, Treibstoff, Munition und Ersatzteile wurden knapp. Rundstedt und andere Generäle fürchteten Gegenangriffe. Der Haltebefehl entstand nicht nur aus Hitlers Laune, sondern auch aus operativer Vorsicht. Trotzdem bleibt die entscheidende Frage: Hätte die Vernichtung des britischen Expeditionskorps Großbritannien aus dem Krieg gezwungen? Wahrscheinlich nicht, denn Großbritanniens Überleben hing 1940 nicht nur an diesen Soldaten. Es hing an 2 Dingen: der Royal Navy und der RAF. Solange die britische Flotte den Ärmelkanal kontrollierte und die Royal Air Force einsatzfähig blieb, konnte Deutschland Großbritannien nicht einfach erobern. Hitler konnte Frankreich schlagen, er konnte Westeuropa überrennen, aber er konnte das Meer nicht beherrschen. Deutsche Bomber greifen Flugplätze, Radarstationen, Häfen und später Städte an. Die britische Bevölkerung erlebt Sirenen, Feuerstürme, zerstörte Häuser und Tote. Winston Churchill erkennt, worum es geht. Wenn Großbritannien fällt, bleibt Hitler in Europa kaum noch jemand entgegen. Dann könnte das britische Empire zerbrechen, die USA isoliert bleiben und die Sowjetunion allein vor Deutschland stehen. Doch die RAF hält stand. Das britische Radarsystem gibt Frühwarnung. Die Flugzeugproduktion ersetzt Verluste. Die Piloten sind erschöpft, aber nicht gebrochen. Die Luftwaffe verliert mehr Maschinen, als sie verkraften kann. Hitler verschiebt Unternehmen Seelöwe im September 1940 auf unbestimmte Zeit. Hier liegt die erste große Wahrheit. Deutschland war 1940 nicht wirklich kurz davor, Großbritannien zu erobern. Selbst wenn die Luftwaffe besser abgeschnitten hätte, wäre eine Invasion extrem riskant gewesen. Die Royal Navy hätte nachts angreifen können. Deutsche Lastkähne wären verwundbar gewesen. Die Versorgung einer gelandeten Armee über den umkämpften Ärmelkanal wäre ein Albtraum geworden. Eine erfolgreiche Invasion Großbritanniens war also nicht unmöglich im Sinne reiner Fantasie, aber unter realistischen Bedingungen äußerst unwahrscheinlich. Hitlers größter Fehler 1940 war nicht, dass er Großbritannien nicht eroberte. Sein größter Fehler war, dass er einen Krieg begann, den er nicht schnell beenden konnte. Denn nun blieb Großbritannien im Krieg. Und solange Großbritannien kämpfte, blieb Europa offen für die USA. Und in Europa hätte Hitler seine Herrschaft radikalisiert. Besetzte Länder wären nicht nur militärisch kontrolliert worden, sie wären ideologisch umgebaut worden. Kollaborationsregierungen, faschistische Bewegungen, Propaganda und Terror hätten sich weiter ausgebreitet. Gegner, Juden, Roma und Sinti, Kommunisten, Intellektuelle, Widerstandskämpfer und viele andere Gruppen wären noch schneller verfolgt,
deportiert, versklavt oder ermordet worden. Das ist der eigentliche Schrecken eines deutschen Sieges. Nicht nur andere Grenzen, nicht nur eine andere Weltordnung, sondern ein Kontinent, in dem Mord, Rassenwahn und Terror zum Regierungssystem geworden wären. Aber diese Welt entstand nicht, weil Großbritannien nicht fiel und weil Hitler danach den nächsten, noch größeren Fehler machte. Er griff die Sowjetunion an. Am 22. Juni 1941 überschreiten über 3 Millionen deutsche Soldaten die sowjetische Grenze. Unternehmen Barbarossa beginnt. Hitlers Ziel ist radikal. Die Sowjetunion soll in einem Sommerfeldzug vernichtet werden. Die Rote Armee soll in gigantischen Kesselschlachten untergehen. Leningrad, Moskau und die Ukraine sollen vor dem Winter fallen. Die ersten Wochen sind für die Sowjetunion eine Katastrophe. Deutsche Flugzeuge zerstören am ersten Tag gewaltige Teile der sowjetischen Luftwaffe am Boden. Panzergruppen stoßen hunderte Kilometer vor. Ganze sowjetische Armeen werden eingeschlossen. Hunderttausende Soldaten geraten in Gefangenschaft. Für einen Moment scheint es, als würde die Wehrmacht erneut schaffen, was sie in Frankreich geschafft hatte: einen Staat durch Geschwindigkeit, Schock und Einkesselung zu zerschlagen. Doch die Sowjetunion ist nicht Frankreich. Sie hat mehr Raum, mehr Menschen, mehr industrielle Tiefe, mehr Bereitschaft, unfassbare Verluste zu ertragen. Stalin ist brutal, paranoid und mörderisch, aber sein System zwingt den Widerstand weiter, auch unter grauenhaften Opfern. Und trotzdem, im Sommer 1941 gibt es ein echtes operatives Fenster. Der Weg nach Moskau ist offen, aber nicht sicher. Die Wehrmacht ist erschöpft, aber noch im Vormarsch. Die sowjetische Verteidigung ist verwundet, aber nicht zerstört. Aber der Sieg kostet Zeit. 6 Wochen. 6 Wochen, in denen die Panzer nicht nach Moskau fahren. 6 Wochen, in denen der Herbst näher kommt. 6 Wochen, in denen Schlamm, Kälte und sowjetische Reserven das deutsche Zeitfenster schließen. Als Unternehmen Taifun der Angriff auf Moskau im Oktober beginnt, ist es zu spät. Die Straßen versinken im Schlamm, Fahrzeuge bleiben stecken, Nachschub bricht zusammen. Im Dezember stehen deutsche Truppen nahe Moskau, aber nicht in Moskau. Dann schlägt die Rote Armee zurück. Der Winter beginnt. Die Deutschen haben keine ausreichende Winterausrüstung. Fahrzeuge frieren ein, Soldaten erfrieren. Frische sowjetische Verbände greifen an. Die Wehrmacht wird zurückgeworfen. Das ist Hitlers erste große Niederlage an Land. Und hier liegt der spannendste Punkt des ganzen Krieges. Moskau 1941 war wahrscheinlich Deutschlands letzte realistische Chance, den Krieg grundlegend zu verändern. Nicht sicher zu gewinnen, nicht die Sowjetunion vollständig zu zerstören, aber die operative Lage so stark zu erschüttern, dass ein anderer Krieg entstanden wäre. Moskau war nicht nur eine Stadt, es war ein Verkehrsknotenpunkt, ein politisches Symbol und ein Zentrum sowjetischer Koordination. Wäre Moskau im September gefallen, hätte die Rote Armee enorme Probleme bekommen. Die Gegenoffensive im Dezember hätte so vermutlich nicht stattgefunden. Aber hätte Stalin kapituliert? Wahrscheinlich nicht. Die sowjetische Regierung hatte Ausweichstrukturen. Industrien wurden hinter den Ural verlegt. Die Sowjetunion konnte weiterkämpfen, selbst nach dem Verlust gewaltiger Gebiete. Moskau hätte Hitlers beste Chance auf einen Verhandlungsfrieden sein können, aber wahrscheinlich nicht auf einen endgültigen Sieg. Sie soll die Flanke sichern, den Verkehr auf der Wolga stören und symbolischen Druck erzeugen. Aber je länger der Kampf dauert, desto mehr fixiert sich Hitler auf den Namen der Stadt: Stalingrad. Hitler will sie haben, Stalin will sie halten. Aus einer Operation um Öl wird eine Schlacht um Ruinen. Die 6. Armee kämpft sich Haus für Haus, Keller für Keller, Fabrik für Fabrik vor. Im September 1942 kontrolliert die Wehrmacht fast die ganze Stadt, aber eben nur fast. Die letzten sowjetischen Verteidiger halten sich am westlichen Wolga-Ufer. Nachts kommen Verstärkungen über den Fluss. Die Deutschen verwandeln Stalingrad in Trümmer, aber sie können den Widerstand nicht brechen. Währenddessen steckt die Kaukasus-Offensive fest. Die Nachschublinien sind überdehnt. Die Ölfelder von Maikop sind zerstört. Der erhoffte Treibstoffgewinn bleibt aus. Dann kommt der Schlag. Am 19. November 1942 beginnt Operation Uranus. Die Rote Armee greift nicht die starken deutschen Verbände in Stalingrad direkt an, sondern die schwächeren rumänischen und italienischen Flanken. Sie brechen zusammen. Wenige Tage später ist die 6. Armee eingeschlossen. Rund 290.000 Soldaten sitzen im Kessel. Hitler verbietet den Ausbruch.
Göring verspricht eine Versorgung aus der Luft. Die Luftbrücke scheitert. Die Soldaten hungern, frieren, sterben. Im Februar 1943 kapituliert die 6. Armee. Nur ein Bruchteil der Gefangenen wird Deutschland je wiedersehen. Stalingrad wird zum Symbol. Nicht nur für eine Niederlage, sondern für den Moment, in dem sichtbar wird, dass Deutschland den Krieg nicht mehr gewinnen kann. Doch auch hier muss man genau sein. Wenn Hitler Paulus den Ausbruch erlaubt hätte, hätte ein Teil der 6. Armee vielleicht entkommen können. Deutschland hätte erfahrene Soldaten gerettet, die Ostfront wäre womöglich stabiler geblieben. Der Krieg hätte länger dauern können, aber der Ausgang hätte sich kaum noch geändert. Denn 1943 arbeiteten die großen Kräfte gegen Deutschland. Die USA produzierten in gewaltigem Maßstab. Die sowjetische Industrie erholte sich. Großbritannien blieb im Krieg. Deutschland fehlten Öl, Rohstoffe, Menschen und strategische Tiefe. Stalingrad entschied nicht, ob Deutschland verliert. Es entschied, wann alle Welt erkennt, dass Deutschland verliert. Nach dem Krieg erzählten viele deutsche Generäle eine bequeme Geschichte. Deutschland hätte gewinnen können, wenn Hitler sich nicht eingemischt hätte. Dünkirchen, Hitlers Fehler. Moskau, Hitlers Fehler. Stalingrad, Hitlers Fehler. Diese Erzählung entlastete die Wehrmacht. Sie stellte die Generäle als professionelle Soldaten dar, die angeblich nur durch Hitlers Wahnsinn gestoppt wurden. Aber die Wahrheit ist komplizierter. Der Haltebefehl bei Dünkirchen hatte auch operative Gründe. Der Schwenk nach Kiew brachte einen gewaltigen militärischen Erfolg. Stalingrad war katastrophal, aber Deutschlands Niederlage entstand nicht nur dort. Das größere Problem war, dass Deutschland einen Krieg führte, den es langfristig nicht gewinnen konnte. Es kämpfte gegen die Sowjetunion mit riesigen Menschenreserven, gegen Großbritannien mit globalem Empire und Seemacht, gegen die Vereinigten Staaten mit einer industriellen Kapazität, die Deutschland nie erreichen konnte. In einem kurzen Krieg konnte Deutschland schockieren, überrennen und gewinnen. In einem langen Krieg zählte etwas anderes. Öl, Stahl, Schiffe, Flugzeuge, Nahrung, Nachschub, Ersatzsoldaten und industrielle Masse. Und genau dort war Deutschland unterlegen. Hitlers Strategie beruhte auf schnellen Siegen. Als diese schnellen Siege ausblieben, wurde der Krieg zu einem Abnutzungskrieg. Und einen Abnutzungskrieg gegen die halbe Welt konnte Deutschland nicht gewinnen. Also, wie knapp war es wirklich? 1940 war Deutschland nicht nahe daran, Großbritannien militärisch zu erobern. Die RAF, die Royal Navy, die Geographie und die deutsche Unfähigkeit zu großen Landungsoperationen machten Seelöwe extrem unwahrscheinlich. 1941 war Deutschland am gefährlichsten Punkt. Ein schnellerer Vorstoß auf Moskau hätte die Ostfront massiv verändern können. Vielleicht hätte Moskau fallen können. Vielleicht hätte das die Sowjetunion langfristig geschwächt. Vielleicht hätte Stalin unter anderen Bedingungen verhandelt. Aber sicher ist das nicht. 1942 war die Lage bereits strategisch gegen Deutschland gekippt. Stalingrad war ein Desaster, aber kein einzelner Fehler, der einen sicheren Sieg zerstörte. Selbst eine gerettete 6. Armee hätte wahrscheinlich nur Zeit gekauft. Die unbequeme Wahrheit lautet, Hitler kam dem Sieg näher, als es im Rückblick manchmal scheint, aber nicht so nah, wie es die Mythen behaupten. Die Wehrmacht konnte Schlachten gewinnen. Sie konnte Staaten überrennen, sie konnte Europa in Angst versetzen, aber sie konnte nicht die Ressourcen der Welt besiegen, nicht die sowjetische Tiefe, nicht die britische Seemacht, nicht die amerikanische Industrie. Nicht die Logik eines langen Krieges. Die wirkliche Frage ist deshalb nicht, hätte Hitler den Krieg gewinnen können, sondern hätte er ihn früh genug beenden können, bevor Deutschlands Schwächen sichtbar wurden. Und genau dort liegt seine letzte echte Chance. Moskau 1941. Wenn Moskau gefallen wäre, wenn Großbritannien isoliert geblieben wäre, wenn die USA gezögert hätten, wenn Japan anders gehandelt hätte, dann hätte der Krieg vielleicht eine andere Form angenommen. Nicht unbedingt ein deutscher Endsieg, aber vielleicht eine längere, dunklere, gefährlichere Welt. Eine Welt, in der Hitlers Herrschaft weitergewachsen wäre. Eine Welt aus Terror, Kollaboration, Propaganda und industriellem Massenmord. Eine Welt, in der Freiheit nicht durch einen schnellen Sieg gerettet worden wäre, sondern vielleicht erst Jahrzehnte später. Am Ende gewann nicht nur eine Armee gegen eine andere. Am Ende gewann die Seite, die länger durchhalten, mehr produzieren und mehr Opfer ersetzen konnte. Und genau deshalb war Hitlers Krieg von Anfang an ein Wettlauf gegen die Zeit. Ein Wettlauf, den er kurzfristig fast gewonnen hätte, aber langfristig nie gewinnen konnte.